Shalom, Shalom, da sagt Sauer von GMS Germany mit einer neuen Lektion. Zuallererst möchte ich alle Ehre, Lobpreis, Herrlichkeiten, Dank an AHBANAWA, Yahawah Ba Hasham Yahawashi, HAMASHYACH geben. BARAK the Yahawah, 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 Ba Hasham KABAD, HALALYAM, HAWAD, oder, AHBANAWA, Yahawah Ba Hasham Yahawashi, MALAK, Ba Hasham KABAD. Ich möchte Dr. Ehre an die ältesten Apostel Kommen zu geben. Dieses durch das Bund, die Kraft bei Menschen Gnade von Yahawah Ba Hasham Yahawashi, KABAD, die Wahrheit in einfachen Fleiß lehren, an die meine Ark geben, das Wort in einfachen Fleiß nicht in der Welt verteilen, an die Ark, die zu nennen und an der Freie, die legt 144.000, sagt Yahawah Ba Hasham Yahawashi, Yahawah. Okay, wer sind die Israeliten? Die Israeliten sind die sogenannten Neger, Lateinamerikaner und Indianer. Okay, für euch tun wir diese Arbeit, damit das Ende kommt, damit ihr endlich auferwacht und zu Yahawah Ba Hasham Yahawashi zurückkommt. Die Israeliten zu Buße oder werdet zerstört in eurer Boshaftigkeit. Darüber wird die Lektion aber heute nicht handeln. Oder eher gesagt jetzt nicht handeln. Okay, als erstes gehen wir zu Ekklesiastes 3 und 15. Okay. Und es sagt, that which has been is now, and that which has to be has already been. Das, was sein soll, ist jetzt. It's like that which has been is now. Das, was war, ist jetzt. And that which is to be has already been. Das, was kommen soll, ist schon geschehen. And the Most High requires the past. Und der höchste Yahawah Ba Hasham Yahawashi verlangt die Vergangenheit. Das heißt, Yahawah Ba Hasham Yahawashi arbeitet der Vergangenheit. Was bedeutet dieser Vers? Das heißt, die Geschichte wiederholt sich. Es gibt keine neue Sache unter der Sonne. Das, was früher war, ist jetzt. Okay, dieselben Personen, dieselben Leute sind wieder auf dem Planeten durch die Kraft von Yahawah Ba Hasham Yahawashi, KABAD. Das heißt, was in unserer Vorzeit passiert ist, wird wieder passieren. Okay? Ekklesiastes 1 und 9. The thing that has been is that which shall be. Das Ding, das war, ist das soll es sein. Okay? Das, was vergangen ist, das wird das Neue sein. And that which is done is that which shall be done. Und das, was vergangen ist, das, was passiert ist, das soll getan werden. And there is no new thing under the sun. Das ist keine neue Sache unter der Sonne. Alles, was war, die ganze Technologie und so weiter und so fort, war schon da. Nur so modernisiert. Genauso wie die Person. Die Spirit. Weil der Spirit ist ewig da. Außer wenn Yahawah Ba Hasham Yahawashi natürlich zerstört. Aber das Fleisch vergeht. Okay, was man nicht sieht, ist für immer da. Das Physikal ist HALALYAM. Das Unsichtbare ist für immer da. Das, was man sieht, vergeht. Zum Beispiel habe ich nachgesagt. 1. Korinther 4. Lass kurz dahin gehen, lass die Priester kurz um. To the Spirit. Ich habe sogar 2. Korinther. 2. Korinther 4 und 18. While we look not at the things which are seen, but the things which are not seen. Während wir nicht auf die Sachen gucken, die wir sehen, aber auf die Sachen, die wir nicht sehen. For things which are seen are temporal. Weil die Sachen, die wir sehen, sind temporal. Das heißt, sie vergehen. Das heißt, die ganzen Sachen, diese ganze Elektronik, das Handy und so weiter und so fort, diese Gläser, mein Körper, meine Haare und so weiter und so fort, okay, zum Beispiel, werden vergehen. But the things which are not seen are eternal. Aber die Dinge, die man nicht sieht, sind ewig. Das heißt, das Königreich von Yahawah Ba Hasham Yahawashi ist ewig und der Spirit ist ewig. Okay? Okay, wir haben jetzt verstanden, das, was früher war, wird wiederkommen. Okay? Das, was früher geschehen ist, wird wiederkommen durch den Spirit, die Kraft von Yahawah Ba Hasham Yahawashi, KABAD. Das ist Mark 6. Wir fangen ab 14 an. And King Herod heard of him, for his name was spread abroad, and he said that John the Baptist was risen from the dead, and thenceforth selected, and therefore mighty works to show from themselves in him. Okay, das heißt, Herod hat gesagt, okay, es ist bekannt geworden, dass sozusagen John the Baptist, okay, John der Salver so ungefähr, ist von den Toten aufgewacht. Und er ist sozusagen seine mächtigen Wörter, seine mächtigen Taten zeigen sie jetzt selbst her, so ungefähr. Sie zeigen, wer er ist. Okay? Others said, andere sagten, that this is Elijah. Und andere sagten, das ist Elijah, okay? Isaiah. Wenn ich mich richtig erinnere. Der Prophet Elijah kam. And others said that
that it's like that it is a prophet or as one of the prophets. Und andere sagten, dass ein Prophet ist oder einer wie die Propheten. Okay, but when Herod heard thereof, he said, it is John. Aber als Herod davon gehört hatte, sagte er, es ist Johannes, whom I beheaded and is risen from the dead. Okay, wen ich sozusagen geköpft habe und er ist von den Toten auferstanden. Das weiterlesen. Vers 17. For Herod himself had sent forth and laid hold upon John and bound him in prison for Herodias' sake, his brother Philip's wife, for he had married her. Das heißt, Herod hat John ins Gefängnis gesteckt, okay, wegen Herodias. Wer ist Herodias? Von seinem Bruder die Frau. Das heißt, er hat Ehebruch begangen, okay, er hat mit der Frau von seinem Bruder geschlafen. Adultery. Lass uns Levitikus 18 und 6 gehen, okay, weil das hat Salaki Herod begangen, okay, und es sagt Salaki, ich meinte 18 und 16. Thou shalt not uncover the nakedness of thy brother's wife, it is their brother's nakedness. Das heißt, du sollst nicht die Nacktheit von deinem Bruder enthüllen, von deinem Bruders Frau enthüllen, ist dein Bruder Nacktheit, okay? Das heißt, wenn du mit deinem Bruder seine Frau schlägst, ist es wie, dass du deinen Bruder schlägst. So ungefähr, okay? Das ist Wickedness. Wir dürfen das nicht tun durch das Böse Kraft von Yahawah Ba Hasham Yahawashi, okay? So like here. He is risen, okay, Vers 18. For John had said unto Herod, weil John hat zu Herod gesagt, it is not lawful for thee to have thy brother's wife. Es ist nicht nach dem Gesetz, okay, dass du deinen Bruder deine Frau nimmst. Das heißt, das ist gegen das Gesetz. Tu das nicht. Vers 19. Therefore Herodias, das heißt die Frau von Philipp, okay, had a quarrel against him. Das heißt, sie hat ihn verachtet. Sie hat ihn gehasst. Sie hat ihn dafür gehasst. Sagte, ey, was macht er da? Warum redet er die Wahrheit? Das heißt, John hat die Wahrheit gesprochen. Er hat gesagt, ey, tu das nicht. Er hat die Wickedness aufgedeckt. Okay? Er hat die Weisheit, er hat die Wahrheit rausgebracht durch das Böse Kraft von Yahawah Ba Hasham Yahawashi. Sagen, ja, lass sie doch tun lassen, was sie wollen. Na. Okay? John hat die Wahrheit rausgebracht, wie Yahawah Ba Hasham Yahawashi es gesagt hat. Okay? Wir sollen zu den Kindern von Israel reden. Das sagt Yahawah Ba Hasham Yahawashi. Okay? Wir müssen unsere Leute warnen. Und John hat das getan. Ezekiel 3. Ezekiel 33. Okay? Das heißt, wenn wir einen Israelit sehen, der ist wicked und war nicht von seinem boshaften Weg, dann wird sein Bruder an unseren Händen kleben. Zu am besten Möglichkeit nachgesagt. So like it. And would have killed him. Das heißt, Herodias, diese Frau, wollte ihn töten lassen. Okay? But she could not. Aber sie konnte nicht. For Herod feared John. Weil Herod hat John gefürchtet. Knowing that he was a just man and holy and observed him. Okay? Weil er wusste, dass er ein gerechter und ein separater, ein heiliger Mann war. Okay? And observed him. Lass das Wort observe kurz nachgucken. Saved him. Okay? Observed. Hat ihn sozusagen gerettet. And when he heard him, und als er ihn hörte, he did many things and heard him gladly. Dann hat er also so viele Sachen gehört und hat ihn freudig gehört. Das heißt, sozusagen Herod hat John gefallen, weil John ein gerechter Mann war, ein Yahawah Ba Hasham Yahawashi. Vers 21. And when a convenient day was come, that Herod on his birthday made a supper to his lords, his high captains and chief estate of Galilee. Das heißt, er hat seinen Geburtstag gefeiert mit seinen allen Leuten aus seinem, wie heißt das, sozusagen seinen ganzen Stab, weil er war sozusagen König, hat mit seinem Stab sozusagen seinen Tag gefeiert. Okay, was wir nicht machen sollen, durch das Böse Kraft von Yahawah Ba Hasham Yahawashi, weil wir in Captivity sind. Was haben wir denn zu freuen? Was haben wir zu feiern? Okay, so like here. Vers 22. When the daughter of the said Herodias came in, das heißt die Tochter von seiner Sollfrau sein, okay, von seinem Bruder, seine Frau,
okay, kam rein, die Tochter von ihr, and danced, und sie tanzte, and pleased Herod, und es hat Herod gefallen, okay, and them that sat with him, und die mit ihm waren, das heißt, denen hat es allen gefallen. The king said unto the damsel, okay, der König hat zur Damsel gesagt, ask of me whatsoever thou wilt, and I will give it thee. Das heißt, Herod hat zu ihr gesagt, was auch immer du möchtest, frag mich danach und ich werde es dir geben. Vers 23. And he swore unto her, und er hat zu ihr geschworen, whatsoever thou shalt ask me, was auch immer du haben möchtest, I will give it thee. Das heißt, er hat geschworen. Wenn man einen Schwur rausbringt, man kann ihn nicht sprechen. Das heißt, wenn du was sagst und du schwörst dabei, du kannst diesen Schwur nicht sprechen. Deswegen hat auch James gesagt, wir sollen nicht schwören. Okay? So like it. I will give thee unto the half of my kingdom. Das heißt, er würde sogar die Hälfte von meinem Königreich geben. Vers 24. And she went forth and said unto her mother. Das heißt, sie ist gegangen und zu ihrer Mutter Herodias gegangen, welche John verachtet hat. Okay? So like it. Welche sozusagen John gehasst hat. Okay? So like it. And asked, saying, und fragte und sagte, I will, so like it. Und sie fragte ihre Mutter, sie kam zu ihrer Mutter und sagte, what shall I ask? Was soll ich fragen? And she said, the head of John the Baptist. Das heißt, die Mutter hat die ganze Zeit diese Verachtung gegen John gehabt und hat gesagt, gib mir den Kopf von John, von Johannes. Das, was früher war, ist jetzt wieder. Das heißt, was mit John passiert? Lasst uns weiterlesen. And the king was exceeding sorry. Und der König, das ist Vers 25, and she came in straightway with haste unto the king. Das heißt, sie hat sich beeilt und zu König gegangen, zu Herod. And as saying, I will that thou give me by and by in a charge the head of John the Baptist. Das heißt, sie hat gesagt, gib mir den Kopf von Johannes. Gib mir den Kopf von dem heiligen Mann Johannes, von dem gerechten Mann Johannes. Gib mir diesen Kopf. Vers 26, the king was exceeding sorry. Und der König war sehr traurig. Yet for his oath's sake, aber wegen seinem Schwur, and for their sakes, which sat with him, und wegen denen, die mit ihm am Tisch saßen, he would not reject her. Deswegen hat er sie nicht abgelehnt. Das heißt, weil er so einen Zeugen hatte, so ungefähr. Und weil sein Schwur war, hätte er selber gesagt, ja, ich kann es tun lassen, was du willst, so ungefähr. Okay, ich gebe dir irgendwas. Aber er hat gesagt, ich schwöre, ich gebe dir was. Ich meine es tot ernst. Und ein Mann muss sein Wort halten, so ungefähr. Vers 27, deswegen passt auf eure Wörter auf. Sie können euch verdammen. And immediately the king sent an executor. Okay, lass uns das Wort executor kurz nachgucken. Okay, executor. Executor, Vollstrecker, Ausführende. Lass das Wort kurz in der Etymology nachgucken. Ist das okay? Executioner, okay? One who carries, Slaki, headsman, okay? Execution, let's turn the word execution gehen. Carrying out, putting into effect, enforcement, performance. The carrying out, Slaki, accomplishing, to follow out. Das heißt, sozusagen eine Sachen auszuführen, okay? Der Executor führt Sachen aus. Der Ausführer so ungefähr. Okay? Aber damit meine ich die Exekution. Okay, lass das Wort Exekution kurz in Englisch nachgucken. Weil ich will es in Etymology kurz nachgucken. Okay, Execution. Lass so Execution kurz nachgucken. Klar, aber es eigentlich bedeutet das Wort Execution, also sozusagen Exekution, einfach nur ausführen. Aber was hat er ausgeführt? Salaki. And commanded his head to be brought. Und hat ihm befohlen, seinen Kopf zu bringen. And he went and beheaded him
in the prison. Und er ist gegangen und hat seinen Kopf abgeschlagen im Gefängnis. Das heißt, John der Baptist, der Salber, wurde geköpft. Und das ist der Spirit, die Kraft von Yahawah Ba Hasham Yahawashi. Das wird wieder passieren. So wie es früher war, so ist es jetzt. Wie es sagt in Römer 15,4, alles, was vor und Vorzeit geschrieben wurde, wurde von seinem Herrn geschrieben. So wie es früher war, so werden welche von den Elekt geköpft, exekutiert. Okay? Sie werden Märtyrer für Yahawah Ba Hasham Yahawashi. Das heißt Zeugnisse für Yahawah Ba Hasham Yahawashi. Weil ein Märtyrer bedeutet einfach nur Zeugnis. Einfach nur Zeugnis. Das heißt, wenn wir als Märtyrer sterben, sind wir ein Zeugnis für Yahawah Ba Hasham Yahawashi. Wir sind Zeugnisse. Okay? Vers 28. And brought his head in a charger. Okay? Und hat sozusagen seinen Kopf in ein Gefäß gebracht. And gave it to the damsel. Und hat es zur Damsel gebracht. Okay, zu der Tochter von Herodias. And the damsel gave it to her mother. Und die Damsel hat es Herodias gegeben. And the disciples heard of it. They came and took up his corpse and laid it in the tomb. Okay, sozusagen haben seinen Körper, so like, lass kurz das Wort Tomb nachgucken, in ein Grab gebracht. Okay, das heißt, sie haben seinen Körper vergraben. Okay, also so eine sogenannte Beerdigung. Okay, und das ist der Spirit, die Kraft von Yahawah Ba Hasham Yahawashi. Weil diese Exekution wird wieder auf die Erde kommen. Durch den Spirit, die Kraft von Yahawah Ba Hasham Yahawashi. Wir werden versucht wie Gold im Feuer. Die Stunde der Versuchung wird kommen. Und es werden Märtyrer für Yahawah Ba Hasham Yahawashi geben. Genauso wie John the Baptist geköpft wurde, so werden die Elekt geköpft. Manche von den Elekt werden so diese Art sterben. Das ist Matthäus 14 und 10, nochmal dasselbe. And he sent and beheaded John in the prison. Okay, genau dasselbe, nicht die Story, aber genau dasselbe Vorfall. Okay, genau dasselbe Account. Das heißt, John wurde geköpft. Warum wurde er geköpft? Für das Zeugnis von Yahawashi. Für das Zeugnis von Yahawah Ba Hasham Yahawashi. Weil er die Wahrheit gesprochen hat. Und weil es der Frau nicht gefallen hat. Weil es dem Boshaften nicht gefällt. Weil es die Edomites nicht gefällt. Deswegen werden die Israelites geköpft. Für Yahawah Ba Hasham Yahawashi. Damit sie versucht werden. Wird der ultimative Test sein. Nimm den RFID-Chip oder werde geköpft. Für was entscheidet ihr euch? Für Yahawah Ba Hasham Yahawashi? Oder für die nutzlose Welt? Jetzt gehen wir zu Acts, okay, weil es gibt mehr Accounts. Jetzt gehen wir zu Acts, Apostelgeschichte 12. Und es sagt, now about that time, Herod the king stretched forth his hand and vexed searching of the church. Das heißt, er hat viele von der Kirche gequält, okay? Er hat viele von der Kirche gequält. Und der Herod hat John the Baptist getötet. Was hat er dann gemacht? And he killed James, the brother of John, with the sword. Und er hat James, den Bruder von John, mit dem Schwert getötet. Das heißt, beide Brüder sind gestorben. Durch die Kraft von Yahawah Ba Hasham Yahawashi, Ba Hasham KABAD. Yahawah Ba Hasham Yahawashi hat sie Beispiele sein lassen für uns. Wir müssen aus diesen Beispielen lernen. Es werden Leute für Yahawah Ba Hasham Yahawashi sterben. Wir können von dieser Nummer sein. Vielleicht werde ich für Yahawah Ba Hasham Yahawashi sterben. Vielleicht werden meine Akim für Yahawah Ba Hasham Yahawashi sterben. Aber es werden Leute von den Elekt für Yahawah Ba Hasham Yahawashi sterben. Durch die Guillotine, Salak hier. Für was werdet ihr euch entscheiden? Das ist eine Prophezeiung, die noch zustande kommen wird. Leuten werden der Kopf abgehackt. Straight up. Ohne Gnade. Nimmst du den Chip? Nein. Boom, Kopf ab. Und warum? Damit die die so tun, als ob die Israel wären. Zum Beispiel etwas, was mir gerade im Kopf kommt, Salak hier. Das ist natürlich für das Zeugnis für Yahawah Ba Hasham Yahawashi. Damit diese Leute wie Gold und Feuer versucht werden. Aber da werden sich die 2/3 wirklich zeigen. Weil sagen wir mal so, einer von den Elekt wird geköpft, die sagen, oh mein Gott, ey, das ist wirklich passiert, nein, ey, ich kann das nicht, ey, ich muss zurück, ey, ich muss den Chip nehmen, ich kann das nicht. Da wird sich zeigen, wer Glauben hat und wer nicht. Weil was hat James gesagt? Salaki. Lass uns kurz das Buch von James gehen. Salaki. James,
2 und 17. Weil das ist eine Arbeit des Glaubens. Okay? Salaki. James 2 und 17. Und es sagt, even so faith, if it has no works, is dead being alone. Das heißt, wenn du Glauben hast, aber keine Arbeit, ist dein Glauben tot. Das heißt, du kannst sagen, du hast Glauben, aber du musst es zeigen durch die Spüren Kraft von Yahawah Ba Hasham Yahawashi. Zu keinem außer Yahawah Ba Hasham Yahawashi, weil er wird dich richten nach deinen Taten und was du in deinem Verstand hast. Er wird dein Herz richten, er wird dein Herz judgen. Und sonst keiner. Nur Yahawah Ba Hasham Yahawashi. Das wird die Stunde der Versuchung. Okay? Und dann geht es weiter. Und dann hat er noch Petrus sozusagen auch noch ins Gefängnis geschickt. Warum? Weil es in 2/3 gefallen hat. Und die 2/3 werden sterben. Die 2/3 werden Misselfood sein. Die Misses werden die 2/3 essen. Okay. Jetzt gehen wir zu Matthäus 20 und 21. Weil Yahushua hat davor schon davon gesprochen, okay? Weil, lass uns einfach lesen, Matthäus 20 und 20. Then came to him the mother of Zebedee's children with her sons worshipping him and desiring a certain thing of him. Das heißt, die Mutter von Zebedees kam mit ihren Kindern, also mit ihren 2 Söhnen, okay? Und betete Yahushua an. Sozusagen hat ihn gelobpreist. And desiring a certain thing of him. Und sie wollte was von ihm. Vers 21. And he said unto her, und sie sagte zu ihr, what wilt thou? Was möchtest du? She said unto him, sie sagte zu ihm, Salaki, grant that my 2 sons may sit, the one on the right hand and the one on the left in thy kingdom. Das heißt, bitte erlaube meinen Kindern, okay, verspreche meinen Kindern, garantiere meinen Kindern, dass einer an der rechten Hand sitzt und linken Handseite. Die linke Handseite will keiner von uns sitzen, aber dass sie im Königreich sind, okay, durch das Königreich von Yahawah Ba Hasham Yahawashi. Das hat sie gefragt. Das hat sie sozusagen, garantiere denen, dass sie im Königreich sind. Vers 22, but Yahushua answered and said, aber Yahushua antwortete und sagte zu ihnen, you know not what ye asked. Du weißt nicht, was du fragst. Ihr wisst nicht, was ihr fragt. Ihr wisst nicht, nach was ihr gerade fragt. Ihr wollt im Königreich sitzen? Ihr wisst nicht, was für eine Bürde das sein wird. Ihr wisst nicht, was ihr durchgehen müsst. Ihr wisst nicht, was euch erwartet. Okay? Are ye able to drink of the cup that I should drink of? Seid ihr bereit? Seid ihr bereit, den Krug zu trinken, den ich trinke? Den trinken werden muss? Den ich trinken werde? Seid ihr bereit, diesen Krug zu trinken? Seid ihr bereit, diese Indignation zu trinken? Diesen Weg zu gehen, den ich gehe? Mein Kreuz zu nehmen? Seid ihr bereit dafür? Seid ihr bereit dafür, YASHARAHLA? Vielleicht am Ende für Yahushua zu sterben? Was werdet ihr tun, wenn Isa vor euch steht und sagt, nehmt den Chip oder sterbe? Ihr habt auf der rechten Seite von euch, wirklich gerade vor euch, habt ihr auf der rechten Seite, Salaki, habt ihr die Guillotine, auf der linken Seite habt ihr den RFID-Chip. Was nehmt ihr? Für was entscheidet ihr euch? Es gibt nur rechts oder links. Es gibt nur gerecht oder ungerecht. Es gibt nur Tod oder Tod. Aber Tod für ewiges Leben oder Tod für ewige Verdammnis. Für was entscheidet ihr euch, YASHARAHLA? Für was entscheidet ihr euch? Salaki. And to be baptized with the baptism that I am baptized with. Und seid ihr bereit, sozusagen, lass kurz das Wort baptized nachgucken, Salaki. Getauft zu werden mit dem, Salaki, sozusagen John der Täufer. Okay, war das. Seid ihr bereit, getauft zu werden, so wie ich mit derselben Taufe, mit der ich getauft wurde? And they said unto him, we are able. Und die sagten, wir sind bereit. Das heißt, die 2 Israelites haben gesagt, wir sind bereit. Wir werden das tun, was du von uns verlangst. Wir werden denselben Weg wie du gehen. Okay, Vers 24. Vers 23, like, and he said unto them, sagte zu ihm, ye shall drink indeed of my cup,
ihr sollt sicherlich von meinem Krug trinken. Und was haben sie getan? Sie haben von dem Krug getrunken. Sie sind gestorben. In Yahawah Ba Hasham Yahawashi. Und wir müssen vielleicht denselben Krug trinken. James und John sind wieder hier. Durch die Spirit und Kraft von Yahawah Ba Hasham Yahawashi. Und sie werden den Krug trinken. Er hat gesagt, sie haben den Krug getrunken. Und wir werden den Krug genauso trinken. Durch die Spirit und Kraft von Yahawah Ba Hasham Yahawashi. Manche werden von uns sterben. Manche von uns werden sterben. Manche werden bis zum Ende durchhalten. Aber es werden Märtyrer. Okay? Für Yahawah Ba Hasham Yahawashi geben. Lass uns kurz zur Etymologie von Märtyrer gehen. Okay, Märtyrer. Earlier martyrs, so like an old English martyr from late Latin, martyr from Dark Greek, martyr, earlier martyrs, martyr literally witness, Zeugnis. Okay, Märtyrer bedeutet einfach nur Zeugnis. Und lasst uns zu das sozusagen Martyrdom, okay? Martyrdom. Lasst du das, also Martyr heißt Zeugnis, was heißt Dom? Statue, Judgment. Zeugnis vom Gericht, vom Gesetz. Das heißt, wir sind Zeugnisse vom Gesetz, von Yahawah Ba Hasham Yahawashi. Das ist unser Schicksal. Manche von uns werden durch dieses Schicksal gehen und für Yahawashi sterben, für das Zeugnis vom Gesetz, weil sie für das Gesetz einstehen, weil sie für das Gesetz für Yahawah Ba Hasham Yahawashi sterben würden. Weil sie sagen, ey, ess Schwein, nimm den RFID-Chip, tu das und jenes, tu alles boshaft. Die werden sagen, nein, für Yahawah Ba Hasham Yahawashi werden wir sterben. Ich werde lieber sterben, als das zu tun. Ich werde lieber in Glauben sterben, als diese abscheulichen Taten zu tun und Yahawah Ba Hasham Yahawashi sauer zu machen. Das werden die Elect tun. Und die HARAWCHAA wissen von dieser Nummer. Deswegen ist es wichtig, dass wir Wörter nachgucken. Martyrdom. Martyr, Zeugnis, Dom, ist sozusagen Gebot. Lass kurz auf Statue nachgucken. Aber das ist Statute, also nicht Statue, sondern Statute, sozusagen S-T-A, T, S-T-A-T, U-T-E. Okay? Gesetz. Das heißt, wir werden fürs Zeugnis vom Gesetz sterben. Okay? Sie werden sterben fürs Zeugnis vom Gesetz. Wie John. John hat das Gesetz rausgebracht und er ist in Märtyrertum gegangen. Er ist den Weg von den Märtyrern gegangen und ist gestorben fürs Gesetz. Für Yahawah Ba Hasham Yahawashi. Nur weil er gesagt hat, was wicked war. Und genau dasselbe wird mit uns passieren. Warum denkt die Leute verachten uns? Warum denkt die Leute reden Scheiß über uns? Warum denkt die Leute würden uns am liebsten auf der Stelle da töten? Wie Herodias. Der Spirit von Herodias ist da draußen. Und dieser Spirit wartet nur drauf, die Männer von Yahawah Ba Hasham Yahawashi zu töten. Salaki, Vers 23 nochmal. You shall indeed drink of my cup and be baptized with the baptism that I am baptized with. Und es soll sozusagen getauft werden mit der Taufe, worin ich getauft wurde. But to sit on my right hand and on my left, it is not mine to give. Aber dass jemand in meiner rechten oder an meiner linken oder rechten sitzt, ist nicht meins zu geben. Das heißt, ich kann es nicht tun. Nur Yahawah Ba Hasham Yahawashi kann das. But it shall be given him to them for whom it is prepared of my Father. Aber es soll denen gegeben werden, für die es vorbereitet ist von meinem Vater, Yahawah Ba Hasham Yahawashi. Das heißt, alles ist vorherbestimmt. Das heißt, die Märtyrer für Yahawah Ba Hasham Yahawashi sind schon vorherbestimmt. Die für Yahawah Ba Hasham Yahawashi sterben, ist schon niedergeschrieben. Wir können von dieser Nummer sein. Es muss nicht sein. Es kann auch sein, dass wir nicht sterben werden. Aber es werden Märtyrer für Yahawah Ba Hasham Yahawashi geben.
Zeugnis für Yahawah Ba Hasham Yahawashi geben und dafür werden sie sterben, weil sie für das Zeugnis von Yahawah Ba Hasham Yahawashi ausstehen, weil sie für das Gesetz von Yahawah Ba Hasham Yahawashi dastehen und sagen, ey, das ist Wickedness und du willst in Sklaverei gehen, Esau, töte mich. Aber Yahawah Ba Hasham Yahawashi wird sich zerstören und wird dein Königreich runterreißen. Boom, Guillotine runter, Kopf ab. Und was dann? Du bist in den Chariots durch das Königreich von Yahawah Ba Hasham Yahawashi, KABAD. Das wird passieren. Wenn ihr nicht daran glaubt, ist irgendwas in eurem Kopf falsch. Dann seid ihr nicht in der Truth. Weil diese Sachen werden passieren. Warum sagt Yahawah Ba Hasham Yahawashi, wir werden von seinem Cup, von seinem Krug trinken? Und Yahawashi hat noch gesagt, so ungefähr, er war ein Lamenting, ich weiß nicht, wo es war, Salaki, die Stelle. Lass uns kurz nachgucken, Salaki. Okay, lass uns zu Salaki. Lasst uns zu Matthäus 26 gehen. Okay, Matthäus 26. Was hat Yahawashi gesagt? 26. Salaki. Lass 41 lesen. Watch and pray that ye enter not into temptation. Das heißt, passt auf und betet, dass ihr nicht in die Versuchung kommt. The spirit indeed is willing, but the flesh is weak. Der Spirit will die Gerechtigkeit tun, aber das Fleisch ist schwach. Okay, jetzt gehen wir zu 39. So lucky. Und es sagt, and he went a little far, lass uns Vers 36 lesen. And then come Yahawashi with them unto a place called Gethsemane. Okay, and said unto his disciples, heißt, er ist mit diesen Jüngern zu Gethsemane gegangen, okay? Sit ye here while I go and pray yonder. Okay, sitzt hier, bis ich, sozusagen, während ich beten gehe, okay? And he took with him Peter and the two sons of Zebedee and began to be sorrowful and very heavy. Das heißt, er hat Petrus mitgenommen und die zwei Söhne von Zebedee. Wer sind das? John und James, okay? Und er hat angefangen, wirklich traurig zu sein und wirklich sozusagen und erdrückt zu sein, okay? Warum? Weil er den Krug trinken muss. Vers 38, and he said unto, then said he unto them, und da sagte er zu denen, my soul is exceeding sorrowful, my spirit ist sehr traurig, okay? Sehr erschüttert, even unto death, sogar bis zum Tod. Tarry ye here, bleibt ihr hier, and watch with me, und passt mit mir auf. Vers 39, and he went a little farther, und er ging ein bisschen weiter weg, and he fell on his face, und er ist auf sein Gesicht gefallen, and prayed, saying, und er hat gebetet und sagte, oh mein Vater, if it be possible, wenn es möglich ist, let this cup pass from me. Lass diesen Krug von mir gehen. Lass ihn nicht zu mir kommen. Lass ihn bitte weitergehen. Was ist der Krug? Der Tod für Yahawah Ba Hasham Yahawashi. Dieses Leid, dieser Kampf, diesen Weg, das Kreuz von ihm, was zum Tod führen kann. Nevertheless, not as I will, but as thou will. Nichtsdestotrotz, nicht wie ich möchte, aber wie du es möchtest. Er hat gesagt, bitte lass, wenn es möglich ist, lass ihn gehen, aber nur wenn du es möchtest, nicht wie ich es möchte. Das heißt aber trotzdem demütig, er hat gesagt, bitte nimm ihn weg von mir. Okay? Er hat gesagt, wenn es dein Wille ist, bitte mein himmlischer Vater, wenn es dein Wille ist, tu das. Aber nur wenn es dein Wille ist, nicht nach meinem Willen, nach deinem Willen. In Demütigkeit. Das heißt, dieser Krug von Yahawah Ba Hasham Yahawashi, dieses Kreuz von ihm, ist sehr schwer. Aber er hat gesagt, sein Yoke ist easy. Das heißt, seine Kette ist einfach. Warum? Weil wir immer zu Yahawah Ba Hasham Yahawashi reden können. Weil wir Yahawah Ba Hasham Yahawashi haben, unseren himmlischen Vater, unsere Kraft. Die einzige wahre Kraft. Es werden Leute sterben. Ihr müsst euch entscheiden für Yahawah Ba Hasham Yahawashi oder die Welt. Es geht nicht beides. Es ist wirklich rechts Guillotine, links RFID-Chip.
rechts Yahawah Ba Hasham Yahawashi, links die Welt. Was entscheidet ihr euch? Ewige Leben oder temporalen Reichtum oder ewigen Reichtum? Temporales Glück oder ewiges Glück? Ewige Freude oder temporale Freude? Was entscheidet ihr euch? Weil diese Welt ist nur temporal. Für ein paar Tage für Yahawah Ba Hasham Yahawashi, weil ein Tag ist 1000 Jahre für Yahawah Ba Hasham Yahawashi, nicht mal ein paar Tage, schon ein paar Stunden oder vielleicht ein paar Minuten ist eure Freude und dann ist es vorbei. Und ihr könnt es ewig haben können. Mit eurem ewigen Körper, mit spirituellen Superkräften. Yahawah Ba Hasham Yahawashi ist sanft. Okay? Das heißt, er war so heavy, Yahawashi, weil er den Krug trinken muss, den Krug nehmen muss. Ich gehe mit zu Matthäus 10 und Salaki. Kurz nachgucken. Ich glaube 32. 10 und 38. And he that taketh not his cross and followeth after me is not worthy of me. Das heißt, wenn wir nicht das Kreuzchen von Yahawashi, das ist genau dasselbe durchgehen wie Yahawashi, sind wir nicht würdig von ihm. Sind wir nicht ihm würdig. Warum? Wenn wir doch mit ihm Teilerbe sein, das heißt, wir müssen doch genau dasselbe durchgehen. Wie es sagt in 2. Ezra 7. Lass uns kurz zu dem Punkt tun, ja. To the Spirit. Das ist 2. Ezra 7. Lass straight zum Punkt gehen. So like here. 7 und 9. If the city, das Königreich von Yahawah Ba Hasham Yahawashi, okay, now were given unto a man for an inheritance, wenn diese Stadt, das Königreich, das perfekte, glorreiche, ewige Königreich von Yahawah Ba Hasham Yahawashi, das, ich kann es mit Worten beschreiben, Salake, für ein Mann geben werden soll, für ein Erbe, okay, if he never shall pass the danger set before it, wenn er niemals die, sozusagen, Danger, wie sagt man es am besten? Lass kurz vor Danger nachgucken. Die Gefahr, genau, Yahawah Ba Hasham Yahawashi, KABAD, wenn es die Gefahr sozusagen durchgeht, die davor ist, how shall he receive this inheritance? Wie soll er dann das Erbe bekommen? Das heißt, wir müssen durch die Gefahr gehen, wir müssen diesen Krug nehmen, wir müssen das Kreuz von Yahawashi nehmen und damit laufen, was am Ende zum Tod führen kann. Wie Yahawashi gestorben ist. Yahawashi ist gestorben für Yahawah Ba Hasham Yahawashi, für seinen himmlischen Vater, für unseren himmlischen Vater. Genauso kann es sein, dass wir für Yahawah Ba Hasham Yahawashi sterben müssen. Und das ist eine Sache, die ihr in der True verstehen müsst. Das ist kein Joke. Das ist kein Witz. Wenn ihr es als Witz seht, werdet ihr sowieso zerstört. Dann werdet ihr 100% sterben. Wenn ihr das als Witz seht, wenn ihr das nicht ernst nehmt, dann werdet ihr zerstört. Jeder Einzelne, ob ich es bin, ob irgendeiner es ist, der die Sache von Yahawah Ba Hasham Yahawashi nicht ernst nimmt, der das als Spaß ansieht, der Yahawah Ba Hasham Yahawashi nicht wahrlich fürchtet, werdet zerstört. Hochmut kommt vor der Zerstörung. Weil wenn ihr hochmütig seid, dann fürchtet ihr Yahawah Ba Hasham Yahawashi nicht. So, okay. Vers 10. And I said, it is so, Yahawah. Und ich sagte, es ist so, Yahawah. Das sagt es Esdras. Then said he unto me, dann sagte er zu mir, even so also is Israel's portion. Auch so ist Israels Portion. Das ist die Portion, das ist unser Schicksal, das ist, was wir durchgehen müssen. Wir werden durch das Feuer gehen müssen, wir werden durch Gefahren gehen müssen, durch verschiedene Toten, Zerstörungen, durch verschiedene Aktionen, die Tod und Zerstörung herbeiführen, damit wir das Königreich erben dürfen mit Yahawashi. Das heißt, es werden Märtyrer geben. Das heißt, Guillotinen werden kommen. Das heißt, wir können sterben für Yahawah Ba Hasham Yahawashi. Jetzt gehen wir zu Salaki. Weil das Kreuz von Yahawashi ist der Tod. Es kann zum Tod führen. Okay, lass uns kurz ein Precept holen. Salaki. In 2. Korinther 5 und 17. Weil was passiert, wenn man verfolgt wird? Persecution. Was ist, wenn die uns fangen? Was passiert dann? Lassen sie uns dann wieder frei und fangen uns dann wieder? Oder streichen sie uns kurz und sagen, ja, ey, alles gut, wir wollten dich nur ein bisschen jagen? Oder kommt danach der Tod? Wir haben den ausgeliefert. Und dann werden wir in der Stunde, wird die Stunde der Versuchung kommen. Der RFID-Chip will kommen. Willst du Israel in Gott machen oder willst du bei Yahawah Ba Hasham Yahawashi bleiben?
Das ist die Frage. Manchmal müssen wir diese Szenarios zu Kopf haben und denken uns einfach, manchmal müssen wir einfach ein bisschen meditieren und einfach denken, was werde ich tun, wenn das passiert? Was werde ich tun, wenn Esau mit seinen Guillotinen kommt? Ich werde stramm sein, Yahawah Ba Hasham Yahawashi, vertrauensvoll bis zum Tod sein, RATAZAH, bis zum Ende. Das ist 2. Korinther 5 und 17. Therefore, if any man be in HAMASHYACH, wenn irgendjemand in HAMASHYACH ist, he is a new creature, er ist eine neue Gestalt, okay? All things are passed away, and behold, all things are become new, okay? Salaki. Aber das wollte ich gar nicht schon, das war ein anderer Precept, Salaki. Lass ich kurz nachgucken. Salaki, SHAL, kurz eine Sekunde durch, was geschah. Es war Galater, glaube ich, eher. Salaki. Klar, Salaki. Galater 6 und 12. Aber trotzdem, wir müssen die neue Kreatur in Yahawah Ba Hasham Yahawashi sein. Wir müssen uns wirklich verneinen und die neue Kreatur in Yahawah Ba Hasham Yahawashi sein. Weil es ist der Spirit, das ich den Precept gelesen habe. Weil das ist die Wahrheit. Wir müssen die neue Kreatur sein, weil der alte Mann hätte sich nur um sich selbst gekümmert, hat gesagt, ich hatte für niemand anderes sterben. Wir müssen der neue Mann in Yahawah Ba Hasham Yahawashi sein und bereit sein, für unseren himmlischen Vater zu sterben, der uns alles gibt, der uns guidet, der uns leitet, der uns beschützt, der uns die Kraft gibt, der uns jeden Tag spirituell, physikal alles gibt, was wir brauchen. Den Glauben, die Weisheit, das Verständnis, dass wir lernen können, dass wir lesen können, dass wir Videos machen können, dass wir die Arbeit machen können, dass wir das Blut von unseren Händen wegwaschen können, dass wir physikal essen können, dass er uns die Weisheit gibt, was zu essen, dass er uns das Verständnis gibt. Wir müssten die neue Kreatur sein, die bereit ist, sich für seinen Schöpfer zu opfern, so ungefähr. Für das Wort von seinem Schöpfer, weil er an ihn glaubt. Glaubt ihr an Yahawah Ba Hasham Yahawashi? Dann werdet ihr im Vertrauen bis zum Ende an ihn glauben und für ihn sterben. Zweifelt ihr, werdet ihr Esau folgen. Weil dann, das ist nämlich das Ding, da es kommt immer auf alles in der Truth kommt runter zum Glauben. Wenn ihr keinen Glauben habt, könnt ihr nicht in der Truth sein. Und Glauben ist ein Geschenk. Nach Ephesians 2 und 7. Oder 2 und 8, Salaki. Ephesians 2 und 8. Okay? Glauben ist ein Geschenk durch das Blut und die Kraft von Yahawah Ba Hasham Yahawashi. Weil dieser Glauben am Ende wird uns beschützen. Weil wir in Yahawah Ba Hasham Yahawashi glauben. Weil wir uns unsere eigene Kraft vertrauen, weil wir Yahawah Ba Hasham Yahawashi vertrauen. Nach ihm rufen, nach ihm schreien, nach ihm weinen, nach ihm heulen. Weil wir so in ihn vertrauen, weil wir so in ihn glauben. Und das hat nicht jeder. Und am Ende wird sich wirklich zeigen, wer Glauben Yahawah Ba Hasham Yahawashi hat oder nicht. Ich kann sein, dass ich jetzt sage, ich habe Glauben und am Ende ist es nicht so. Dann ist der Wille von Yahawah Ba Hasham Yahawashi, dann soll es so sein. Was kann ich dagegen tun? Nichts, weil es schon vorherbestimmt ist. Und das BARAK der Yahawah Ba Hasham Yahawashi. Wir müssen uns nicht Sorgen machen. Wenn du dir so krass Sorgen machst, dann musst du wirklich deinen Glauben checken. Wenn du so krass Sorgen machst um eine Sache, musst du wirklich deinen Glauben checken. Weil Yahawah Ba Hasham Yahawashi hat dich. Wenn du wirklich an den glaubst, wenn du wirklich deine Arbeit einfach Fleiß machst, hat er dich. Und er beschützt dich. Und er leitet dich in all deinen Wegen. Aber du musst danach auch fragen. Du musst dich demütig machen und seine Arbeit machen. Dann wirst du gesegnet. Weil was will er mit einem Baum, der keine Frische verbringt? Der Baum wird abgeschlagen und ins Feuer geschmissen, zu einem Bestmöglichkeit nachgesagt. Und das wird passieren. Die 2/3 und die aufgehört haben zu arbeiten, werden ins Feuer geschmissen. Im Wasser, im nukleare Feuer. Durch das Blut die Kraft von Yahawah Ba Hasham Yahawashi, Ba Hasham KABAD, werden zur Asche verbrannt. Die werden Missilfutter, nuklearen Raketenfutter werden sie. Salaki, Galater 6 und 12. And many as desire to make a fair show in the flesh. Und so viele, wie sozusagen eine schöne Show im Fleisch machen wollen, wer sind das? Die 2/3 mit den boshaften Leitern. Okay? Mit den boshaften Leitern, die zerstört werden durch das Blut und die Kraft von Yahawah Ba Hasham Yahawashi. Welches durch den Spirit den GMS Livestream von GMS London heute geguckt habe. Ein bisschen davon. So eine Stunde, halbe Stunde, 45 Minuten. Und die sind in diese, ich habe diesen Namen vergessen, wie das hieß.
Aber auf jeden Fall sind es diese falschen Pastors, die mit dem Rolls Royce rumfahren und die kleinen Gangjungs in ihre Kirche holen, so ungefähr. Dann sagen, gibt uns so einen Paycheck, gibt uns so einen ganzen Check, die geben den 100 Pfund zurück und leben gut und die Leute kacken ab. They constrain you to be circumcised. Sie wollen euch zwingen, sozusagen beschnitten zu sein, okay? Only lest they should suffer persecution for the cross of HAMASHYACH. Nur damit sie sozusagen nicht für das Kreuz von HAMASHYACH leiden, okay? Das heißt, leiden für die Verfolgung für das Kreuz von HAMASHYACH. Das heißt, wenn du das Kreuz von HAMASHYACH nimmst, wirst du verfolgt. Wenn du verfolgt wirst, wirst du irgendwann gefangen. Was wollen sie mit dir machen? Dich töten. Und das wird passieren. Diese Leute werden uns jagen, weil wir die Truth rausbringen. Oder weil wir die Truth rausgebracht haben. Sie werden uns jagen, werden uns nehmen und sagen, ey, du nimmst das jetzt. Du wirst der Erste sein, der es nimmt. Du sagst nein. Ich werde für Yahawah Ba Hasham Yahawashi sterben. Shalak Rayam Iso, aber. Scheiß auf dein Königreich. Scheiß auf dein nutzloses Leben. Scheiß auf diese Sachen, die du bieten kannst. Du kannst mir gar nichts bieten. Du willst deine Reichtümer mit Yahawah Ba Hasham Yahawashi vergleichen? Du sollst in der und der Sekunde, wo du es gesagt hast, sollst du sterben. Weil Yahawah Ba Hasham Yahawashis Königreich, seine Schätze sind zu groß. Sie sind zu groß. Was wollen wir mit Esau's Königreich? Warum denkt ihr, wir sind wie Abraham und Moses? Wir könnten dieser Welt bauen. Wir könnten dieser Welt groß sein. Ich weiß es ganz genau. Wenn ein Jake, der in der Truth ist, das wirklich ernst nimmt, was auch immer er davor gemacht hat, Sport oder was auch immer er gemacht hat, es wirklich ernst nehmen würde, er könnte ballen in dieser Welt. Er könnte einer von den Höchsten sein, den Top Dogs. Aber er hat aufgehört damit. Für Yahawah Ba Hasham Yahawashi, weil der Spirit von Yahawah Ba Hasham Yahawashi auf ihn gekommen ist und er hat einfach damit aufgehört. Und es brak der Yahawah, brak der Yahawashi, Ba Hasham KABAD dafür. Weil es ja Paar. Wir hatten alle diese nutzlosen, sogenannten Träume. Der wahre Traum ist in den Königreich von Yahawah Ba Hasham Yahawashi. Das wahre Ziel ist in Yahawah Ba Hasham Yahawashi. Alles in der Welt ist Vanity. Ist nichts. Natürlich haben hier Sachen, sagen wir machen ein bisschen Sport, okay, weil auch ein kleiner Profit da drin ist. Vielleicht haben wir eine Familie, vielleicht haben wir eine Frau, was auch immer. Aber am Ende kommt es runter, kommt es zu dem Punkt, wo wir für unsere Taten entweder belohnt werden, in Gerechtigkeit oder für unsere boshaften Taten belohnt werden, was auch immer. Ob du gerecht oder böse warst. Entweder ewiges Leben oder Tod und Zerstörung. Okay, das heißt, wenn du HAMASHYACHs Kreuz nimmst, wenn du unseren Erlöser und Retter, Yahushua HaMashiach sein Kreuz nimmst, dann kann es sein, dass du verfolgt wirst. Und was kommt zur Verfolgung? Der Tod. Und was kommt dadurch? Lass uns weiterlesen. Wir gehen zur Offenbarung 6. Okay, wir gehen zur Offenbarung 6 und 9. Und es sagt dann, when he had opened the fifth seal, und als er das fünfte Siegel geöffnet hat, I saw under the altar the souls of them which were slain for the word of the Most High. Das heißt, ich habe unter den Altar die Seelen, die Spirits gesehen, die für das Wort von den Höchsten, für Yahawah getötet wurden. Lasst uns zu dem Wort, zu der Etymology von slain gehen, slain, okay? Oder slay. Instrument of waver's loom to beat up the weft, to smite, strike, beat. Okay? Lass das Wort smite kurz nachgucken. Oder lass weiterlesen. Also to kill with a weapon, slaughter. Das heißt, sie wurden abgeschlachtet, sie wurden getötet mit Waffen. Sie wurden, der Kopf wurde abgehakt. Sie wurden exekutiert. Okay? Sie wurden enthauptet. Beheaded. Enthauptet. Für die Wahrheit von Yahawah Ba Hasham Yahawashi, für sein Gesetz. Märtyrertum. Märtyrertum. Dafür sind sie gestorben. Für das Zeugnis vom Gesetz, für das Zeugnis von Yahawah Ba Hasham Yahawashis Wort.
Das sind manche von den Elect. Salaki. And for the testimony which they held, und für das Zeugnis, was sie gehalten haben. Das heißt, sie waren Märtyrer, die haben Zeugnisse gehalten. Sie waren das lebende Zeugnis für Yahawah Ba Hasham Yahawashi und sind dafür gestorben. Oder eher gesagt, werden dafür sterben. Vers 10. And they cried with a loud voice, saying, How long, O Yahawah? Sie schrien in der lauten Stimme, wie lange noch, Yahawah Ba Hasham Yahawashi? Wie lange noch? O Yahawah, holy and true, O Yahawah, heilig und wahr. Dost thou not judge them and avenge our blood on them that dwell on the earth? Richtest du unser Blut nicht? Richtest du nicht die und rächst unser Blut nicht? Auch mit denen, sozusagen, zerstörst du die nicht? Rächst du uns nicht? Tötest du die nicht, die uns getötet haben? Die uns für dein Wort getötet haben? Wirst du das nicht tun, Yahawah Ba Hasham Yahawashi? Yahawah Ba Hasham Yahawashi wird das tun, in Gerechtigkeit. Vers 10. And they cry, it's like Vers 11. And white robes were given there unto every one of them. Das heißt, sie wurden gekleidet in Gerechtigkeit. Okay? And it was said unto them, es wurde zu denen gesagt, they should rest yet for a little season. Sie sollen die sich jetzt ausruhen für eine kleine Zeit. Until their fellow servants and their brethren, and it's like here, their fellow servants also and their brethren, they should be killed as they were, should be fulfilled. Das heißt, sagen wir mal so, to the Spirit, in unserem Camp, wir sind 4 oder 5 A-Camp, einer von uns stirbt, und er ist der Erste in Chariots, weil die Märtyrer für Yahawah Ba Hasham Yahawashi sind die Ersten in Chariots. Die für Yahawah Ba Hasham Yahawashi sterben, sind die Ersten, die Ruhe bekommen. Die Ersten, die erlöst werden. Er hat gesagt, Salaki, und es wurde zu denen gesagt, they should rest yet for a little season, sollen jetzt sich ausruhen für eine kleine Zeit. Für eine kleine Zeit sollen sie sich ausruhen. Das heißt, für eine kleine Zeit ruht euch aus, bis eure Brüder und eure Mitstreiter, eure Soldaten, eure Mitkämpfer zu uns kommen, die auch wie ihr sterben sollt. Mit was? Durch die Enthauptung. Durch das Zeugnis, für Yahawah Ba Hasham Yahawashi, Ba Hasham HAQATAZAH. Salaki. Salaki, jetzt gehen wir zu Offenbarung 19 und 2. Das heißt, manche von uns werden sterben. Aber wir werden in Ruhe sein. Wir werden in Frieden sein. Endlich durch das Böhne Kraft von Yahawah Ba Hasham Yahawashi, Ba Hasham HAQATAZAH, werden wir in Frieden sein. Weil was sagt es in Manche? Das ist gesagt, Precept von BARAK. In Manche, eine Sekunde, BARAK. Manche 2 und 10. Arise ye, erhebt euch and depart und entkommt, okay, und geht weg. For this is not your rest, weil das ist nicht unsere Ruhe. Dieser Platz ist nicht unsere Ruhe. Wir sind lebende, wie sagt man das? Lebendes Vieh für diese Elite. Okay? Wir sind wirklich lebendes Vieh für diese Elite. Mehr sind wir nicht. Weil, wie kann es unsere Ruhe sein, wenn wir 24 Stunden arbeiten müssen, wenn wir einen Vollzeitjob haben? Du bist mehr auf der Arbeit als zu Hause. Okay? Und es ist nicht so wie früher, dass du zum Beispiel, was weiß ich, ein ganzes Haus hast und du kommst nach Hause und ist Ruhe. Nein. Du kommst nach Hause und hast sogar noch mehr Stress. Du hast eine boshafte Frau. Okay, du hast Kinder, die Mad Demons auf sich haben. Vor allem, wenn du nicht in der Truth bist. Da weißt du nicht mal, was los ist. Das ist nicht unsere Ruhe. Die Ruhe wird kommen in Yahawah Ba Hasham Yahawashis Königreich. Wenn wir endlich RATAZAH von den Elekten befreit sind aus dieser Boshaftigkeit. Wisst ihr, manchmal, ihr habt diesen Ruhe im Spirit, weil alles so ungefähr smooth läuft, ihr macht eure Arbeit und auch auf der Arbeit habt geschreit, aber ihr seht trotzdem immer und immer wieder, das ist nicht unsere Ruhe. Das ist nicht unsere Ruhe. Yahawah Ba Hasham Yahawashi ist uns ein und alles. Und das Königreich kommt. Und dann, wenn wir wirklich die Ruhe haben. Okay? Because it is polluted, weil es verschmutzt ist. It shall destroy, es soll sich zerstören.
even with a sore destruction, sogar mit einer schlimmen Zerstörung. Okay? Das heißt, wir werden, das ist nicht unsere Ruhe. Das ist nicht unsere Ruhe. Das ist nicht unsere Ruhe. Wenn es unsere Ruhe wäre, wäre das Königreich von Yahawah Ba Hasham Yahawashi schon da. Weil da werden wir unsere Ruhe haben. Da werden wir unser HAQATAZAH haben. Das, was wir uns schon immer vorgestellt haben. Das werden wir da haben, in Gerechtigkeit. Das ist Offenbarung 19:2. For true and righteous are his judgments. Okay, gerecht und wahr sind seine Gerichte. For he has judged the great whore. Weil er hat die großartige Hure gerichtet. Wer ist das? Yahawah Ba Hasham Yahawashi. Okay, Yahawashi, which did corrupt the earth with her fornication. Welche die Erde mit ihrer, das ist kurz Fornication, mit ihrer Hurerei, Salake, Rumhurerei, verschmutzt hat. Okay? And has avenged the blood of his servants at her hand. Und hat das Blut von seinen Dienern an ihrer Hand gerächt. Er hat das Blut von seinen Dienern an ihrer Hand gerächt. Vers 11. Wer hat das getan? And I saw heaven open. Und ich sah, der Himmel öffnete sich. And behold, a white horse. Und ich sah ein weißes Pferd. And he that set up, was ist das weiße Pferd? Die Chariots, die UFOs. Die sogenannten UFOs. Okay? Von Yahawah Ba Hasham Yahawashi. Die unidentifizierbaren fliegende Objekte. Aber es sind IFOs. Identifizierte fliegende Objekte. Oder Israel's flying objects. Okay? And he that sat upon him was called faithful and true. Und der auf diesen UFO saß, wurde vertrauensvoll und wahr genannt. Wer ist das? Yahawashi. Yahawashi ist vertrauensvoll bis zum Tod. Yahawah Ba Hasham Yahawashi gewesen. So ist er auch mit seinem Versprechen. Alles, was Yahawashi gesagt hat, was Yahawah Ba Hasham Yahawashi gesagt hat, wird zustande kommen. Okay? So like here. And in righteousness he doeth judge and make war. Und in Gerechtigkeit richtet er und macht Krieg. Das ist Yahawah Ba Hasham Yahawashi. Er hat, Salaki. Er hat ein Wort gesagt, aber was war es nochmal? Salaki. Lass kurz hingehen, Matthäus, Salaki. Was Matthäus 5? Babak schalten, mit 1 Sekunde durch. Na, es war, Salaki. Sword, lass ich kurz nachgucken. Mal kurz eine Sekunde durch, Babak schalten. Sword. Kant, oder aber noch Yahawah Ba Hasham Yahawashi, KABAD. Matthäus 10,34. Und es sagt, so like, think not that I am come to send peace on earth. I'm not, so like, I came not to send peace, but a sword. Und sein Schwert ist das Wort von mir. Er ist gekommen, um Frieden zu sein, er ist gekommen, um das Schwert zu sein. Er wird diese Welt auseinandernehmen. Und die Märtyrer werden gerecht. In Yahawah Ba Hasham Yahawashi. Okay? Jetzt gehen wir zu Salak hier. Yahawah Ba Hasham Yahawashi ist vertrauensvoll und er wird uns rächen. Wenn ich meine Akim von den Märtyrern sind, Yahawah Ba Hasham Yahawashi wird uns rächen. Wie wir gelesen haben, er wird an der Hand von Babylon der Hure uns rächen. Okay, lass ein Precept tun in Hebräer 10:30. Es sagt, for we know him that has said, vengeance belongeth unto me. Wir kennen ihn, der gesagt hat, die Rache gehört zu mir. Our recompense, ich werde wieder gut machen.
Wer hat es gesagt? Yahawah Ba Hasham Yahawashi im 5. Buch Mose 32 und 35. Yahawah Ba Hasham Yahawashi hat gesagt, er hat gesagt, er wird rächen, okay, und er wird wieder gut machen. Und nochmal, Yahawah Ba Hasham Yahawashi wird seine Leute richten. Vers 31, it is a fearful thing to fall into the hands of the living power. Yahawah Ba Hasham Yahawashi wird Babylon mit den ICBM Missiles verbrennen. Er wird sie auseinandernehmen. Okay, es geht zur Offenbarung 20 und 4. And I saw thrones, and they sat upon them. Und ich sah Throne und die haben auf den gesessen. Okay, 12 Apostel. Wie ihr lesen könnt in Matthäus 19 und 28. And judgment was given them. Und Gericht wurde denen gegeben. Das heißt, sie durften richten. Okay, Salakia. And I saw the souls of them that were beheaded for the witness of Yahawashi. Und ich habe die Seelen von denen gesehen, die Spirits von denen gesehen, die enthaupt wurden für Yahawashi, für das Zeugnis von Yahawashi. Lasst uns kurz das Wort beheaded nachgucken in der Etymology. Okay. Okay, lasst uns in Deutsch nachgucken. Beheaded. Geköpft, enthaupt. Das heißt, die geköpft oder enthaupt wurden für Yahawaschis Zeugnis. Wie wir gelesen haben. Was ist mit John passiert? Geköpft für Yahawaschis Zeugnis. Für das Zeugnis vom Gesetz. Diese Zeiten werden kommen, YASHARAHLA. Und ihr müsst euch entscheiden. Yahawah Ba Hasham Yahawashi oder nicht. Yahawah Ba Hasham Yahawashi die Welt. Yahawah Ba Hasham Yahawashi oder die Welt. Eins von beiden müsst ihr euch entscheiden. Es gibt nichts mit Mitte. Es gibt entweder heiß oder kalt. Okay? And for the word of the Most High. Und für das Wort von dem Höchsten. Wer ist das? Yahawashi. And which had not worshipped the beast, neither his image, neither had received his mark upon their foreheads or in their hands, and they lived and reigned with HAMASHYACH 1,000 years. So, lass uns bitte das Part nochmal lesen. Okay? And which had not worshipped the beast. Das heißt, sie haben nicht das Beast-System angebetet, sie sind nicht der Welt gefolgt, sie haben sich von der Welt abgesetzt, sie sind nicht Esau und seinem boshaften System gefolgt, sie haben nicht das Mark of the Beast genommen, den RFID-Chip. Sie sind nicht spirituell gewesen, ja ey, wir folgen Esau ist unser Gott, wir folgen ihm und alles für gut. Okay? So, neither his image, neither have received his mark on their foreheads or in their hands. Das heißt, sie haben nicht den RFID-Chip oder NFC-Chip genommen in ihrer Hand, was die Sparda-Bank gerade pusht, hier in Deutschland. Weder im Kopf. Okay? Das ist kein Spaß. Yahawah Ba Hasham Yahawashi wird Tod und Zerstörung auf die Welt bringen. Und sie werden uns versuchen. Sie werden sagen, ey, nimm den Chip oder verlier den Kopf. Bitte nimm den Kopf jetzt sofort. RATAZAH. RATAZAH. Wenn wir bis zum Ende durchhalten und in Yahawah Ba Hasham Yahawashi sterben, wenn es sein muss. And they lived and reigned with HAMASHYACH 1,000 years. Und sie haben geherrscht mit HAMASHYACH 1,000 Jahre. Okay. Jetzt gehen wir zu Salakia. Offenbarung 17 und 6. Okay, und es sagt, and I saw the woman drunken with the blood of the saints. Und ich sah die Frau betrunken mit dem Blut von den Heiligen, von den Israelites, weil wir sind die Heiligen. And with the blood of the martyrs of Yahawashi. Okay, und betrunken mit dem Blut von den Märtyrern. Okay, Salakia. Von den Märtyrern von Yahawashi, von den Zeugnissen, die Yahawashi auf die Welt gebracht hat, uns. Märtyrer heißt einfach nur Zeugnis. Witnesses. Salakia. And when I saw her, I wondered with great admiration. Ich war sehr verwundert, als ich sie gesehen habe. Das heißt, Leute werden sterben für Yahawah Ba Hasham Yahawashi. Wir werden vielleicht sterben für Yahawah Ba Hasham Yahawashi, aber wir müssen vertrauensvoll bis zum Tod bleiben. Auch wenn wir die Guillotine sehen. Wir dürfen Furcht nicht fürchten. Lass uns zu Matthäus 10, 28 gehen. Und es sagt, and fear not them which kill the body,
Fürchtet nicht die, die den Körper töten können. Fürchtet nicht Esau, den sogenannten weißen Mann, der den Körper töten kann. Fürchtet nicht die Edomites, die den Körper töten können. Fürchtet diese Leute nicht. Fürchtet diese Leute nicht. But are not able to kill the soul. Aber es ist denen nicht möglich, den Spirit zu töten. Das heißt, sie können den physikalischen Körper töten, der temporal ist, der vergehen wird, aber sie können unseren Spirit nicht anfassen. Weil Esau will Gott sein, aber er kann es nicht. Die Edomites wollen Gott sein, aber sie können es nicht. Sie können nicht Yahawah Ba Hasham Yahawashi sein. Nur Yahawah Ba Hasham Yahawashi kann das. Nur Yahawah Ba Hasham Yahawashi kann unser Spirit auseinandernehmen. Er kann uns bugged out machen. Er kann uns verrückt machen. Er kann uns mehr Demons geben. Und so weiter und so fort. Aber Esau kann das nicht. Okay? But rather fear him, which is able to destroy both soul and body in hell. Aber fürchte lieber ihn, Yahawah Ba Hasham Yahawashi, der unseren Spirit und unser Fleisch in der Hölle, in diesem Leben zerstören kann. Okay? Salaki. Kann. Das heißt, wir dürfen nichts fürchten, außer Yahawah Ba Hasham Yahawashi. Und was bringt die Furcht vor Yahawah Ba Hasham Yahawashi? Dass du den Gesetzen folgst. Dass du Weisheit bekommst. Durch die Weisheit der Glauben wächst. Salaki. Durch die Weisheit wächst dein Glauben. Und dadurch wirst du bis zum Ende durchhalten. Weil du siehst die Precepts, du verstehst links und du verstehst die ganzen Precepts durch die Kraft von Yahawah Ba Hasham Yahawashi und dein Glauben wächst. Deswegen, Weisheit und Verständnis soll die Stabilität von deinen Zeiten sein. Durch die Kraft von Yahawah Ba Hasham Yahawashi, KABAD. Okay. Jetzt gehen wir zu 1. Thessaloniker 4 und 15. Yahawah Ba Hasham Yahawashi wird uns das geben, was wir brauchen. Und der RATAZAH, wir werden bis zum Ende durchhalten. 1. Thessaloniker 4 und 15. For this we say unto you, das sagen wir zu euch, by the word of the Most High, durch das Wort von Yahawah Ba Hasham Yahawashi, that we which are alive, wir, die am Leben sind, and remain unto the coming of the Lord, shall not prevent them which are asleep. Das heißt, wir, die bis sozusagen, die bis zum Ende da sind, die bis zum Ende leben, so ungefähr, bis Yahawashi kommt, sollen sie nicht sozusagen prevent. Lass uns kurz das Wort prevent nachgucken. Wie sagt man das am besten auf Deutsch? Prevent. Sie nicht man kann nicht vermeiden, dass die Leute sterben. Wir können nicht vermeiden, dass die Leute sterben, weil fall asleep, okay? Which are asleep, die schlafen, werden sterben. Das heißt, wenn du in Deep Sleep bist, wirst du sterben, weil du wirst den Tag von Yahawah Ba Hasham Yahawashi nicht kommen sehen. Und wie Yahawashi gesagt hat in John 11, okay, wo er gesagt hat über Lazarus, er schläft, das heißt, er hat gemeint, er ist tot. Und die Leute, die schlafen, werden sterben. Wir müssen wach sein und rein sein und aufpassen. Oder wir werden auch sterben. Okay, wir müssen die Prophezeiungen checken. Und wir sehen die Prophezeiungen erfüllen sich überall. Deswegen hat Yahawah Ba Hasham Yahawashi mir auch den Spirit gegeben, die Lektion jetzt zu machen. Weil das wird, durch die Kraft von Yahawah Ba Hasham Yahawashi wird das passieren. Vers 16. For the Most High, like for the Lord himself shall descend from heaven with a shout. Das heißt, Yahawashi soll mit einem Schrei runterkommen. With the voice of an archangel, mit der Stimme von einem Erzengel. And with the trump of the Most High, mit der Trompete von Yahawah Ba Hasham Yahawashi. And the dead in HAMASHYACH shall rise first. Und die Toten in HAMASHYACH soll als erst auferstehen. Das heißt, die sind die ersten Chariots. Die sollen Yahawah Ba Hasham Yahawashi als erstes sind, die Märtyrer. Ist zu Japan. Then we which are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds. Das heißt, wir, die am Leben sind, sollen mit denen dann in die Wolken kommen, in die Chariots, in die sogenannten UFOs. Okay? To meet the Lord in the air, und den Herrn Yahawah Ba Hasham Yahawashi in der Luft zu treffen, and so shall we ever be with Yahawah. Und so sollen wir von diesem Zeitpunkt an sollen wir immer mit Yahawashi sein. So sollen wir für immer herrschen. Von diesem Zeitpunkt werden die Elect für immer herrschen mit Yahawashi. Ey, Barak the Yahawah, Barak the Yahawashi Ba Hasham Yahawashi. Wherefore, comfort one another with these words. Deswegen, ermutigt einander mit diesen Wörtern. Ermutigt einander mit diesen Wörtern. Das ist eine Ermutigung. Weil ihr habt gehört, okay, wir werden sterben, Kopf packen und so weiter und so fort werden versucht. Aber was heißt es danach?
wenn das alles vorbei ist? Was heißt es, wenn das Königreich da ist? Was heißt es, wenn Yahawah Shai, oder eher gesagt die Märtyrer gestorben sind und die Elect gesealt sind und die Elect mit Yahawah Shai sind? Das Königreich von Yahawah Ba Hasham Yahawashi beginnt. Und es beginnt in uns. Es beginnt in uns. Es beginnt wirklich in uns. Yahawah Ba Hasham Yahawashi ist something. Yahawah Ba Hasham Yahawashi. Das heißt, du stirbst für Yahawah Ba Hasham Yahawashi und bist dafür gleich belohnt. Das heißt, sei treu bis zum Tod. Offenbarung 2 und 10. Fear none of those things which thou shalt suffer. Fürchte keine Sachen, die du erleiden sollst. Behold, the devil shall cast some of you into prison. Okay, das heißt, der Teufel, Satan, sein physikalisches Gegenstück, Esau, die Edomites, die Amalekites, okay, die so-called Jews, die sogenannten Juden, mit Satan, sollen uns ins Gefängnis stecken. Okay, das heißt, er wird den Spirit auf die setzen, uns ins Gefängnis zu stecken. That we may be tried, that ye may be tried, dass wir versucht werden. Das heißt, Yahawah Ba Hasham Yahawashi steckt uns ins Gefängnis, dass wir versucht werden, durch seinen Spirit, durch seine Kraft, bei Menschen Gnade. Okay? Und dann, wir sind in den Female-Camps, und dann, nimm den Chip, oder werde beheaded. Enthaupt, geköpft. And ye shall have tribulation 10 days. Und soll sozusagen Trauer, Elend und Kummer 10 Tage haben. 10 Tage ist eine Nummer. Es kann eine kurze Zeit sein, es kann eine längere Zeit sein. Okay? Be thou faithful unto death. Sei du vertrauensvoll bis zum Tod. Vertrauensvoll bis zum Tod. Das heißt, Vertrauen Yahawah Ba Hasham Yahawashi. So in der letzten Sekunde, wo der Kopf abgeschlagen wird. Du preise seinen Namen. Das heißt, du bist in dieser Guillotine und sagst, okay, du hast nur Yahawah Ba Hasham Yahawashi, Kopf ab. Du warst vertrauensvoll bis zum Tod. Und ich kann jetzt reden, am Ende bin ich einer von den 2 Dritten. Aber RATAZAH nicht. RATAZAH, ich bin einer von den Auserwählten. Das ist, und meine Akim auch. Das ist ein zu krasses Blessing. And I will give thee a crown of life. Das heißt, wenn wir vertrauensvoll bis zum Tod sind, wird Yahawashi uns die Krone des Lebens geben. Das heißt, das ewige Leben. Immortal bodies. Unsterbliche Körper. Okay? Offenbarung 3 und 10. Because thou hast kept the word of my patience. Weil du das Wort von meiner Geduld gehalten hast. Weil du das Wort bis zum Ende gehalten hast. Weil du vertrauensvoll bis zum Tod gewesen bist. Okay? Weil du treu bis zum Tod geblieben bist. I also will keep thee from the hour of temptation. Deswegen werde ich dich auch von der Stunde der Versuchung halten. Die Stunde der Versuchung wird der RATAZAH sein. Lass uns zur Offenbarung 13 und 16 gehen. And he caused all, both small and great, rich and poor, free and bound. He is Esau. Okay, die Edomites. Wird alle Gruppen von Personen, reich, arm, gefangen, nicht gefangen, okay, hoch, niedrig, was auch immer du bist, okay, wird er dich dazu zwingen, to receive a mark in the right hand oder forehead. Das heißt, den RFID-Chip oder den NFC-Chip in deiner rechten Hand oder in deiner Stirn zu bekommen. Das heißt, er wird dich dazu zwingen, weil dann bist du ultimativ sein Slave, weil er hatte dich an 100% unter Kontrolle, weil alles wird auf diesen NFC-Chip sein, okay, oder RFID-Chip. Deine Bankkarte, dein Autoschlüssel, dein Reisepass, deine Information, alles. Das heißt, wenn sie ihn ausschalten, bist du nichts. Das heißt, du bist nur der Chip. Der Chip ist ausgeschaltet. Was bist du dann? Nichts. Du bist ein Niemand. Habt ihr da was gehört? Na, so wird das sein. Das heißt, ey, ich hatte doch Geld auf mein Konto. Ey, ich muss das kaufen. Okay? Das wird die Stunde der Versuchung sein, weil Jesus wird sagen, ey, wenn du den RFID-Chip nicht nimmst, wenn du das magst, okay, sag RFID-Chip nicht nimmst, dann kannst du nicht einkaufen, kannst dich um deine Familie kümmern. Und dann zeigt sich, ob du Glauben hast. Weil es wird dir wirklich die Stunde der Versuchung sein, weil du wirst so sagen, ey, damit kann ich meine Familie versorgen, damit kann ich dir Kleider kaufen, aber was wirst du machen, spirituell? Du wirst Esau zu deinem Gott machen. Weil Esau baut überall diese 5G-Towers, okay, die 5G-Türme, und dann wird er dich überall tracken. Er wird überall sehen, was du machst. Er wird wissen, was du denkst. Und so weiter und so fort. Das will er. Und wenn du das annimmst, machst du Esau zu deinem Gott. Dann machst du Esau zu deiner Kraft. Was er schon immer sein wollte. Und du verlässt Yahawah Ba Hasham Yahawashi. Und das ist das Problem. Das heißt, entscheide dich. Yahawah Ba Hasham Yahawashi oder Esau. Yahawah Ba Hasham Yahawashi oder die Welt. Yahawah Ba Hasham Yahawashi oder Feuer. Straight up. Okay?
And that no man might buy or sell. Dass kein Mensch kauft oder verkauft, save he that has the mark. Außer, weil save heißt except in den, okay, außer der das Zeichen hat. Das heißt, nur der mit dem AHBANAWA kann kaufen, verkaufen. Der kann überleben, sogenannt überleben. Der wird essen, kaufen und verkaufen von Esau. Aber wir werden essen. Wir werden essen. Wie ich sage in Isaiah 65, 13 und 14. Zu meinem besten Mensch keiner nachgesagt. Und Job, lass ich kurz noch hingehen. Ich will nur kurz quoten. Das waren ja ein paar Precepts, die wir im Camp rausgebracht haben. Und Job 5, Vers 17 bis 23. Okay? Das heißt, Yahawah Ba Hasham Yahawashi wird für uns sorgen. Wir müssen einfach nur Glauben in ihn haben. Wenn wir keinen Glauben in ihn haben, wenn wir AHBANAWA nehmen, werden Feuer verbrannt. Okay? Or the name of the beast, oder den Namen von der Bestie, or the number of his name, oder die Nummer von seinem Namen. Okay? Hier ist Wisdom, hier ist Weisheit. Let him that has understanding count the number of his name, of the beast, Salaki. Hier ist Weisheit. Lass ihn, der Verständnis hat, die Nummer zählen, okay, von der Bestie, for the number of a man, weil es die Nummer von einem Menschen ist, von einem Mann ist, and this number is 603,6 und die Nummer ist 666, okay. Und wenn du so denkst, wenn du so weißt, wie von den der Apostel Ramla, ist es Offenbarung 17:05. And upon her forehead was the name written, und auf ihrem Stirn war ein Name geschrieben, Mystery Babylon, Mysterie Babylon, the great, die großartige, the mother of harlots and abominations of the earth, die Mutter von Huren und von Abscheulichkeiten auf der Erde. Okay? Weil, wenn ihr so überlegt, die 66 repräsentiert das. Wenn die 66 in Hebrew erklärt, dann wird das rauskommen. Durch die Kraft von Yahawah Ba Hasham Yahawashi. Okay? Wir haben noch ein paar Precepts, dann sind wir fertig. Wir gehen zur Weisheit von Solomon aus der Apocrypha, die im 16. Jahrhundert rausgenommen wurde. Und Apocrypha ist versteckte Bücher. Und wir gehen zur Weisheit von Solomon 3 und 1. But the souls of the righteous are in the hand of Yahawah. Die Seelen von den Gerechten, von den 144.000, von den Elect, und ein Drittel sind in der Hand von Yahawah Ba Hasham Yahawashi. In der shall no torment touch them. Und kein Leid soll sie anfassen. Kein Leid soll sie zerstören. Kein Leid soll sie berühren. Das heißt, wir haben vielleicht unsere Chastisements, unsere Züchtigung, aber so wie die Edomites und die 2 Drittel und die anderen Nationen werden wir nicht zerstört. Okay? Vielleicht werden wir beheaded, vielleicht werden wir getötet, aber wir werden nicht so eine schlimme Zerstörung wie diese anderen Leute erleiden. Durch das Böhne Kraft von Yahawah Ba Hasham Yahawashi, weil Yahawah Ba Hasham Yahawashi ist gnadevoll, barmherzig. In the sight of the unwise, they seem to die. In den Augen, okay, in der Sicht von den Unweisen, von den Idioten, von den 2 Dritteln, von anderen Nationen, okay, sieht es so aus, als ob sie sterben. And their departure is taken for misery. Und ihr Abdanken, okay, wird als Misere angesehen, okay, Salaki, als Elend angesehen, okay, Salaki. And they're going from us, und ihr weggehen von uns, to be utter destruction, wird als sozusagen totale Zerstörung angesehen. But they are in peace, aber sie sind in Frieden. Das heißt, diese Salaki, Enthauptung wird als totale Zerstörung von ihnen angesehen. Aber für uns, wir sind in Frieden, weil wir mit Yahawashi sind. Wir sind endlich nach dieser Zeit mit Yahawashi. Vers 4. For though they be punished in the sight of men, auch wenn sie gestraft wurden oder getötet wurden in den Augen von Menschen, yet is their hope full of immortality. Jetzt ist ihre Hoffnung, ihr Glauben immer noch voll von ewigem Leben. Unsterblichkeit. And having been little chastised, und wurden vielleicht ein bisschen versucht, sind vielleicht sogar gestorben, they shall be greatly rewarded. Sie sollen großartig belohnt werden. Das heißt, wir werden vielleicht für Yahawah Ba Hasham Yahawashi getötet, wir werden vielleicht den Kopf abgehakt bekommen, aber wir werden dafür großartig belohnt mit dem Königreich von Yahawah Ba Hasham Yahawashi, mit unsterblichen Körpern, mit allem, was wir wollen. Durch den Spirit, die Kraft, bei welcher genannt von Yahawah Ba Hasham Yahawashi, Ba Hasham KABAD, THAWADAH, Yahawah Ba Hasham Yahawashi, Ba Hasham KABAD. For the Most High proved them, weil Yahawah Ba Hasham Yahawashi hat sie bewiesen, and found them worthy for himself. Und hat sie würdig für sich selbst empfunden. Vers 6. As gold is tried in the furnace. It's like as gold is in the furnace,
As gold in a furnace has he tried them. Wie Gold in der Feuerflamme, okay, hat es sie versucht. And received them as a burnt offering, hat sie als lebende Opfergabe, als brennende Opfergabe bekommen. Okay, empfangen. Vers 7. And in the time of the visitation they shall shine. Und in der Zeit von ihrer Besuchung sollen sie scheinen. And run to and fro like sparks among the stubble. Und sollen hin und her rennen, wie sozusagen Funken unter den Stimmen. Das heißt, sie werden ihre spirituellen Kräfte bekommen. Und werden unaufhaltsam sein. Vers 8. They shall judge the nations. Sie sollen die Nationen richten, wie Yahawah. And have dominion over the people. Und sollen Herrscher über die Leute haben. And their power and their Lord shall reign forever. Und der ihr Herr, Yahawah, ultimativ Yahawah, soll für immer herrschen. They that put their trust in him shall understand the truth. Die ihr Vertrauen in Yahawah Ba Hasham Yahawashi legen, werden die Wahrheit verstehen. And such as be faithful in love shall abide with him. Und die vertrauensvoll in Liebe sind, das heißt die Gesetze von Yahawah Ba Hasham Yahawashi halten, soll mit ihm sein. For grace and mercy is to his saints. Aber Gnade und Barmherzigkeit ist zu seinen Heiligen. And he has care for his elect. Und er sorgt sich und kümmert sich um seine Auserwählten, die 145.000. Vers 10. But the ungodly shall be punished according to their own imaginations. Aber die Ungöttlichen sollen gestraft werden nach ihren eigenen Vorstellungen. Das heißt, das, was sie uns antun wollten, was sie uns angetan haben, werden sie doppelt zurückbekommen. Okay? Which have neglected the righteous, welche die Gerechten abgelehnt haben, and forsaken Yahawah und Yahawah Ba Hasham Yahawashi abgelehnt haben, verlassen haben. Okay, die 2 Drittel. Straight up. Und der letzte Precept, oder lasst uns erst zu Offenbarung 18:6 gehen. Reward her even as she rewarded you. Belohne sie, so wie sie dich belohnt hat. Das heißt, gib ihr doppelt zurück. Das heißt, ja, muss beheadet, sie werden das Doppelte zurückbekommen. Okay? And double unto her, double according to her works. Und gib ihr sozusagen Doppeltes zurück, was sie nach ihrer Arbeit, was sie dir angetan hat, was sie getan hat, okay? In the cup which she has filled, fill her double. Das heißt, was sie dir gefüllt hat, das heißt, was sie dir angetan hat, gib ihr doppelt zurück. Durch das Blut die Kraft von Yahawah Ba Hasham Yahawashi, Ba Hasham KABAD. Offenbarung 14:13. And I heard a voice from heaven saying unto me. Und Salak, über wen hat es gesprochen? Über Babylon, über Babel. Okay, aber, zerstöre Babylon. Das babylonische System ist überall. In Amerika, London, Deutschland, überall auf der Welt verteilt. In Amerika ist natürlich auch am härtesten, aber hier sind kleine, wie nennt man das, Extensions. Das heißt kleine Teile von diesem System. Okay? So like it. And I heard from a voice from heaven saying unto me, ich habe eine Stimme vom Himmel gehört, sagt zu mir, write, schreibe, blessed are the dead, which die in the Lord from henceforth. Gesegnet sind die Toten, die in Yahawah Ba Hasham Yahawashi sterben, von nun an. Das heißt, wir sind gesegnet, wenn wir für Yahawah Ba Hasham Yahawashi sterben. Das heißt, fürchtet euch nicht vor dem Märtyrertum, okay? Sozusagen für das Zeugnis vom Gesetz, für den Tod für Yahawah Ba Hasham Yahawashi. Yea, saith the Spirit, that they may rest from their labors and their works to follow them. Dass sie, ja, sagt der Spirit, dass sie Ruhe haben von ihrer Arbeit und ihre Arbeit folgen ihm. Das heißt, alles, was sie tun, wird uns folgen. Yahawah Ba Hasham Yahawashi, wir sagen in Hebräer 11:6, wird uns das geben, was wir müssen glauben, dass er existiert und dass er ein Belohner ist, von denen, die eifrigen fleißig folgen, suchen. Zum besten Beispiel nachgesagt. Das heißt, die eifrigen fleißig Yahawah Ba Hasham Yahawashi's Arbeit machen, die er von uns verlangt. Unsere Belohnung wird kommen. Wir werden alle das zurückbekommen, was wir getan haben. Ekklesiastes 12:14. Okay? Salak, ich will nur kurz coden. Ekklesiastes 12:14. Und lasst es kurz vorlesen to the Spirit. Und es sagt, for the Most High shall bring every work into judgment. Der höchste Yahawah Ba Hasham Yahawashi soll jede Arbeit ins Gericht bringen. With every secret thing. Whether it be good or whether it be evil. Das heißt, Yahawah Ba Hasham Yahawashi wird jede geheime Sache richten. Das heißt, er wird alles gerichten, ob gut oder böse war. Das heißt, unsere gute Taten werden gerichtet und unsere böse Taten. Und er wird es dann wiegen. RATAZAH, die gerechte Seite wird überwiegen. Das war alles, was ich habe. RATAZAH, die Lektion Aufbau und Edifying durch das Bund, die Kraft beim Menschen Gnade von Yahawah Ba Hasham Yahawashi, Ba Hasham KABAD. Die Lektion kam durch das Bund, die Kraft beim Menschen Gnade von Yahawah Ba Hasham Yahawashi, Ba Hasham KABAD. Was ihr euch fragen müsst ist, Yahawah Ba Hasham Yahawashi oder die Welt?
rechts oder links. Salaki, Gerechtigkeit oder Boshaftigkeit. Glauben oder Fleischigkeit. Was wollt ihr? Wollt ihr Yahawah Ba Hasham Yahawashi als Königreich oder wollt ihr dieses Königreich bauen? Entscheidet euch. Entscheidet euch. Märtyrertum wird kommen. Es wird der Tag kommen, wo unser Glauben wirklich auf die Probe der Probe gestellt wird. Die Stunde der Versuchung. Ich habe es, glaube ich, schon mal fertig gelesen. Salaki. I will also keep you from the hour of temptation, which shall come upon all the world, to try them that dwell upon the earth. Das heißt, wir werden versucht. Für wen entscheidet ihr euch? Für die Kraft der Kraft oder für die Edomite, weil ihr euch fürchtet? Fürchtet Yahawah Ba Hasham Yahawashi oder fürchtet ihr Esau mehr als Yahawah Ba Hasham Yahawashi? Vertraut in Yahawah Ba Hasham Yahawashi oder Esau? Ja, RATAZAH, mein Archimist von den Auserwählten. HALALYAM, HAWAD, WAKAL, WADA, LABNAWA, Yahawah Ba Hasham Yahawashi, Ba Hasham KABAD, BARAK the Yahawah, BARAK the Yahawah, BARAK the Yahawah, BARAK the Yahawah, Yahawah, BARAK the Yahawah, Ba Hasham KABAD, THAWADAH, AHBANAWA, Yahawah Ba Hasham Yahawashi, Ba Hasham KABAD, KAYAKAL, the one, BARAK the AHBANAWA, Yahawah Ba Hasham Yahawashi, Ba Hasham KABAD, KAYAKAL, the one, kommen YASHARAHLA, YASHARAHLA, YAKAL, HAQATAZAH, YASHARAHLA, Yahawah Ba Hasham Yahawashi, BARAK, MANCHE, BARAK, Shalom. Entscheidet euch. Exekution, Enthauptung, Köpfung, Märtyrertum. Es wird auf uns zukommen. Und da kommt es auf den Punkt drauf an. Yahawah Ba Hasham Yahawashi oder die Welt. Okay. BARAK the Yahawah, BARAK the Yahawashi, Ba Hasham KABAD, Shalom, Wa abad babal.